Hallo mein Freund. Willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas. Heute spreche ich über etwas sehr Wichtiges. Etwas, das du jeden Tag brauchst. Wenn du eine neue Person triffst, musst du dich vorstellen. Sich selbst vorstellen. Das ist wie ein Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zu neuen Freundschaften, zu einem neuen Job, zu neuen Möglichkeiten. Aber viele Deutschlerner sind nervös. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Das ist normal. Das passiert jedem. Heute zeige ich dir, wie du dich selbst vorstellst. Einfach, langsam, mit Sicherheit. Aber bevor wir beginnen, möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn dir dieser Kanal gefällt, klick bitte auf den Like-Button. Das hilft mir sehr. Und abonniere den Kanal Einfach Deutsch. Ich mache viele Videos für dich. Mit deiner Unterstützung kann ich noch bessere Videos machen. Okay? Lass uns beginnen. Viele Menschen finden es schwierig, sich selbst vorzustellen. Warum? Erstens, du weißt nicht, was du sagen sollst. Zu viel? Zu wenig? Was ist richtig? Zweitens, du fühlst dich nervös. Die erste Begegnung ist immer ein bisschen spannend. Das ist ganz normal. Drittens, in deiner Muttersprache ist das leicht. Aber auf Deutsch, das ist schwer. Dein Gehirn muss schnell denken, schnell sprechen. Das ist anstrengend. Das alles verstehe ich. Auch ich war nervös, wenn ich mich in einer neuen Sprache vorstellen musste. Aber hier ist die gute Nachricht. Es gibt ein System, einen Plan. Wenn du einen Plan hast, fällt dir alles leicht. Das verspreche ich dir. Hier ist, was wir heute machen. Zuerst erkläre ich dir die Grundlagen, die einfachen Bausteine. Name, Herkunft, Beruf und Hobbys. Dann zeige ich dir verschiedene Situationen. Eine Party ist anders als ein Bewerbungsgespräch. Ein Café ist anders als die Arbeit. Du lernst, wie du dich in jeder Situation vorstellst. Dann machen wir zusammen eine Übung, eine praktische Szene. So verstehst du, wie alles zusammenpasst. Am Ende gebe ich dir Tipps, kleine Tricks, Dinge, die du dir merken solltest. Das ist alles. Einfach, klar, du schaffst das. Es gibt 4 wichtige Bausteine. Wenn du diese 4 Dinge sagst, hast du schon eine gute Vorstellung gemacht. Baustein 1. Dein Name. Das ist das Einfachste, aber auch das Wichtigste. Wie sagst du deinen Namen? Es gibt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Ich bin Thomas. Das ist sehr natürlich. Das ist freundlich. Das benutzt du mit Freunden. Möglichkeit 2. Mein Name ist Thomas. Das ist formeller. Das ist höflicher. Das benutzt du bei einer Bewerbung, bei einem wichtigen Meeting mit dem Chef. Beide sind richtig. Es kommt auf die Situation an. Stell dir vor, du triffst einen Freund auf der Straße. Du sagst, Hallo, ich bin Thomas. Das ist perfekt. Stell dir vor, du bist bei einem Bewerbungsgespräch. Du sagst, Guten Tag, mein Name ist Thomas. Das klingt professionell. Das ist der erste Schritt. Einfach, aber sehr wichtig. Baustein 2. Deine Herkunft. Menschen möchten gerne wissen, wo du herkommst. Das öffnet Gespräche. Du kannst sagen, ich komme aus Deutschland oder ich komme aus der Schweiz. Aber du kannst noch mehr Informationen geben. Ich komme aus Deutschland, aber ich wohne jetzt in Österreich. Das erzählt eine kleine Geschichte. Es macht die andere Person neugierig. Sie fragt vielleicht,
wie gefällt dir Österreich? Und schon habt ihr ein Gespräch. Oder ich bin in Deutschland geboren, aber ich lebe jetzt in Paris. Das ist eine echte Geschichte. Das interessiert Menschen. Also, Name plus Herkunft ist gleich guter Start für ein Gespräch. Baustein 3. Dein Beruf oder deine Beschäftigung. Menschen möchten auch gerne wissen, was du machst. Das gibt ihnen einen Eindruck von dir. Du kannst sagen, ich bin Lehrer oder ich bin Ingenieur oder ich bin Mutter und kümmere mich um meine Familie oder ich bin Student. Aber hier kommt etwas Wichtiges. Sprich nicht nur über deine Arbeit. Viele Menschen reden nur von der Arbeit. Das ist langweilig. Baustein 4. Dein Hobby oder deine Leidenschaft. Das ist der Geheimnisbaustein. Das macht dich interessant. Du kannst sagen, ich bin Thomas. Ich bin Lehrer. Und ich liebe Fotografie. Oder ich bin Anna. Ich bin Designerin. Und ich liebe das Kochen. Das macht dich authentisch, das macht dich interessant. Jetzt kann sich die andere Person mit dir verbinden. Sie sagt vielleicht, Fotografie, ich auch. Und plötzlich habt ihr etwas gemeinsam. Jetzt kombinieren wir die 4 Bausteine. Es ist wie ein Puzzle. Jeder Baustein passt an die richtige Stelle. Die perfekte Reihenfolge: Hallo, ich bin Thomas. Ich komme aus Deutschland. Ich bin Lehrer. Und ich liebe Fotografie. Das ist schon eine gute Vorstellung. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Gerade richtig. Aber es gibt noch etwas sehr Wichtiges. Du musst die andere Person auch etwas fragen. Eine Vorstellung ist wie Tennis. Du schlägst den Ball zu ihr. Dann muss sie spielen. Dann schlägt sie zurück. Also fragst du nach deiner Vorstellung. Und du? Woher kommst du? Was machst du? Das ist sehr wichtig. Das zeigt, dass du interessiert bist. Das zeigt der anderen Person Wertschätzung. Das ist höflich. Stell dir vor, du sagst, Hallo, ich bin Thomas. Ich komme aus Deutschland. Ich bin Lehrer. Ich liebe Fotografie. Und dann schaust du die Person an und wartest. Die andere Person fühlt sich ignoriert. Das ist nicht gut. Aber wenn du fragst, und du? Wie heißt du? Dann blüht die Person auf. Sie möchte dir antworten. Das ist das Geheimnis. Fragen stellen, zuhören, Interesse zeigen. Die Tageszeit ist auch wichtig. Sie zeigt, dass du höflich bist, dass du gut Deutsch sprichst. Morgens. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Thomas. Das ist sehr höflich. Das zeigt Respekt. Mittags. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Thomas. Das benutzt du tagsüber, wenn die Sonne noch scheint. Abends. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Thomas. Das benutzt du ab etwa 17 oder 18 Uhr. Aber Achtung! Es gibt eine Formulierung, die viele verwechseln. Gute Nacht. Das ist nicht für den Abend. Gute Nacht benutzt du nur, wenn du schlafen gehst, wenn du dich verabschiedest, wenn du jemandem eine gute Nacht wünschst. Also, wenn du um 20 Uhr zu einer Party kommst, sagst du nicht echt Gute Nacht. Du sagst Guten Abend. Das ist ein häufiger Fehler, aber jetzt weißt du es. Sich vorstellen ist nicht immer gleich. Die Situation ist unterschiedlich. Die Atmosphäre ist unterschiedlich. Situation 1. Auf einer Party. Auf einer Party ist alles informeller, lockerer, freundlicher.
Du kannst sagen, Hi, ich bin Thomas. Ich bin ein Freund von Maria. Das ist sehr wichtig. Du sagst, wie du die Person kennst, die dich eingeladen hat. Das gibt Kontext. Das macht es leicht. Die andere Person versteht sofort, du kennst Maria. Du bist kein Fremder. Dann kannst du sagen, und du? Kennst du Maria auch? Das ist ein natürlicher Start für ein Gespräch. Situation 2. Bei der Arbeit. Erstes Treffen. Bei der Arbeit ist alles formeller, professioneller. Du stellst dich einem Kollegen vor. Du sagst, Guten Tag. Mein Name ist Thomas. Ich bin der neue Lehrer in der Klasse 7a. Das ist klar. Das ist professionell. Das ist höflich. Dann kannst du fragen, und welche Klasse unterrichten Sie? Das zeigt Interesse. Das ist höflich. Situation 3. Bei einem Bewerbungsgespräch. Das ist die formellste Situation. Das ist sehr wichtig. Du sitzt im Büro. Der Chef sitzt dir gegenüber. Du sagst nicht einfach, Hallo, ich bin Thomas. Du sagst, Guten Tag, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Thomas Müller. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Das ist sehr höflich. Das zeigt Respekt. Das zeigt, dass du diesen Job wirklich möchtest. Situation 4. Im Café. Locker und freundlich. Du sitzt im Café. Neben dir sitzt jemand. Ihr interessiert euch füreinander. Du kannst sagen, Hallo, ich bin Thomas. Ich warte auf meinen Freund. Und du? Das ist locker. Das ist freundlich. Das öffnet eine Tür. Wichtig. In verschiedenen Situationen ist die Atmosphäre unterschiedlich. Das musst du fühlen. Das lernst du mit der Zeit. Viele Menschen machen Fehler, wenn sie sich vorstellen. Lass mich dir zeigen, was falsch ist. Fehler 1. Zu viel Information. Falsch. Hallo, ich bin Thomas. Ich bin 34 Jahre alt. Ich habe 2 Kinder. Meine Frau heißt Maria. Ich bin seit 12 Jahren Lehrer. Ich unterrichte Englisch und Deutsch. Ich mag... Stopp! Das ist zu viel! Die andere Person ist überwältigt. Sie kann sich nicht alles merken. Besser, Hallo, ich bin Thomas. Ich bin Lehrer. Und ich liebe Fotografie. Und du? Kurz, klar, prägnant. Fehler 2. Zu wenig Information. Falsch. Ich bin Thomas. Das ist zu kurz. Die andere Person weiß nicht, wer du bist. Sie weiß nichts über dich. Besser, ich bin Thomas. Ich komme aus Deutschland. Ich bin Lehrer. Und ich liebe Fotografie. Das ist perfekt. Fehler 3. Nervöse Sprache. Falsch. Also, ich bin Thomas. Ich bin Lehrer. Ich mag. Das zeigt Nervosität. Das macht die andere Person auch nervös. Besser, sprich langsam, deutlich, mit Selbstbewusstsein. Ich bin Thomas. Ich bin Lehrer. Das ist stark. Fehler 4. Nicht fragen. Falsch. Du redest nur über dich 5 Minuten lang. Keine Fragen. Das ist unhöflich. Die andere Person fühlt sich ignoriert. Besser, nach deiner Vorstellung fragst du sofort. Und du? Wer bist du? Woher kommst du? Das ist wichtig. Fehler 5. Nur über Arbeit sprechen. Falsch. Ich bin Thomas. Ich bin Lehrer. Ich unterrichte in der Schule. Ich bin seit... Langweilig. Die andere Person schläft gleich ein. Besser, sprich über etwas, das dir wirklich wichtig ist. Ich bin Thomas. Ich bin Lehrer. Und ich liebe Fotografie und Reisen. Jetzt ist es interessant. Jetzt bist du dran. Wir üben zusammen. Stell dir vor,
Du bist in einem Café. Du sitzt allein. Jemand fragt, ob der Platz frei ist. Die Person: Entschuldigung, ist dieser Platz frei? Du: Ja, natürlich. Bitte setz dich. Die Person: Danke, ich bin Alex übrigens. Du: Jetzt ist dein Moment. Was sagst du? Eine gute Antwort könnte sein: Freut mich, dich kennenzulernen, Alex. Ich bin Thomas. Ich bin Lehrer aus Deutschland. Und du? Das ist gut. Das ist natürlich. Das öffnet ein Gespräch. Die Person könnte dann sagen: Ah, aus Deutschland. Ich komme aus Österreich. Ich bin auch Lehrer. Jetzt habt ihr etwas gemeinsam. Jetzt könnt ihr über Schulen sprechen. Über Schüler. Über die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. Siehst du? Mit der richtigen Vorstellung entsteht ein echtes Gespräch. Es ist nicht künstlich. Es ist natürlich. Wichtig: Es geht nicht nur um die Worte. Es geht auch um die Körpersprache. Wenn du dich vorstellst, solltest du lächeln. Ein echtes Lächeln. Schaue die andere Person an. In die Augen. Das zeigt Vertrauen. Das zeigt Respekt. Stehe aufrecht. Nicht gebeugt. Nicht nervös. Stehe wie ein selbstbewusster Mensch. Und sprich nicht zu schnell. Sprich langsam und deutlich. So kann die andere Person dich gut verstehen. Stell dir vor, du sitzt nervös auf einem Stuhl. Du schaust auf den Boden. Du sprichst sehr schnell. Das wirkt so: Ich bin nervös. Ich bin unsicher. Aber wenn du aufrecht sitzt, lächelst, die Person ansiehst und langsam sprichst, dann wirkt das so: Ich bin selbstbewusst. Ich bin sicher. Das ist sehr wichtig. Die andere Person glaubt nicht nur deinen Worten, sie glaubt auch deiner Körpersprache. Ich habe viele Nachrichten von euch bekommen. Viele Fragen. Lass mich die wichtigsten beantworten. Frage 1. Was ist, wenn ich nervös bin? Das ist völlig normal. Jeder ist nervös. Auch ich bin nervös, wenn ich mich in einer neuen Sprache vorstelle. Der Trick: Atme tief durch. Lächle. Sprich langsam. Mit diesen 3 Dingen verschwindet die Nervosität. Frage 2. Was ist, wenn ich einen Namen vergesse? Das ist auch normal. In der Hitze des Moments vergessen wir Dinge. Du kannst einfach sagen: Entschuldigung, wie war dein Name nochmal? Das ist höflich. Das ist völlig okay. Frage 3. Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Das ist nicht schlimm. Mach einfach weiter. Menschen verstehen, dass du lernst. Wenn du sehr unsicher bist, kannst du sagen: Entschuldigung, ich lerne noch Deutsch. Die meisten Menschen sind sehr verständnisvoll. Frage 4. Wie lang sollte die Vorstellung sein? Nicht länger als 1 Minute. Das ist perfekt. Das ist genug Information. Das ist nicht zu viel. Frage 5. Kann ich auf Englisch wechseln, wenn ich nervös bin? Das ist nicht ideal. Aber das Wichtigste ist: Du versuchst es. Du sprichst Deutsch. Die meisten Menschen respektieren dich dafür, weil du es versuchst, weil du dein Bestes gibst. Lass mich kurz zusammenfassen. Das ist sehr wichtig. Die 4 Bausteine: Dein Name: Ich bin Thomas oder Mein Name ist Thomas. Deine Herkunft: Ich komme aus Deutschland. Dein Beruf: Ich bin Lehrer. Dein Hobby: Ich liebe Fotografie. Die perfekte Reihenfolge: Name, Herkunft, Beruf, Hobby. Die Tageszeit: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Die verschiedenen Situationen: Party, Arbeit, Bewerbungsgespräch, Kaffee.
das Wichtigste. Frage die andere Person auch etwas. Die Körpersprache: lächle, schaue in die Augen, stehe aufrecht, sprich langsam. Das ist alles. Das ist das System. Wenn du das machst, wird die Vorstellung leicht. Okay, mein Freund. Das war heute viel Information, aber ich bin sicher, dass du es verstanden hast. Das Wichtigste: probiere das heute aus, nicht morgen. Heute. Wenn du heute jemanden triffst, versuche dich vorzustellen, mit den 4 Bausteinen, mit einem Lächeln, mit Sicherheit. Mit jedem Mal wird es leichter, mit jedem Mal wirst du selbstbewusster. Ich habe noch eine Bitte. Schreib mir in die Kommentare. Was ist dein Hobby? Woher kommst du? Was machst du? Schreib deine Vorstellung auf Deutsch. Ich möchte deine Geschichte hören. Ich liebe eure Geschichten. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, wenn du dich jetzt selbstsicherer fühlst, teile es mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit jedem, der Deutsch lernt. Das hilft mir sehr. Nächste Woche kommt ein neues Video. Es wird noch interessanter. Es wird noch praktischer. Bis dahin, bleib neugierig, bleib stark und lerne jeden Tag ein bisschen Deutsch. Mit Mut, mit Sicherheit, mit Freude. Du schaffst das. Wirklich. Ich glaube an dich. Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Auf Wiedersehen, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.